meines Lebens. Das ist meines Lebens. Das Stückchen gar nicht her drin. Da vorne ist her. So, nach 2.500 Kilometer in Mexiko haben sich logischerweise ein paar Sachen eingekauft an unserem Autole. Sind vorne die Stabilager sind ausgeschlagen. Wir müssen Ölwechsel machen und haben blöderweise keine Ölfilter mitgenommen. Wir haben Dieselfilter dabei und ich dachte immer, dass das Ölfilter sind in den Kartons. Ja, wir müssen sämtliche Öle wechseln, den Luftfilter säubern, sprich eigentlich einen großen Service machen. Und wir sind jetzt in Mérida und in Mérida haben wir hier einen Laden gefunden, der mit Mercedes Ersatzteile handelt. Jetzt warten wir, bis die aufmachen und dann hoffen wir, dass die unsere Filter und den Kram haben und dann schauen wir nach einer Werkstatt, wo wir das ganze Zeug dann erledigen können. Definitiv mussten wir an dem Laden feststellen, dass wir wohl falsch gelegen sind, was Ersatzteile für unser Auto betrifft in Zentralamerika. Es ist nicht einfach, Sachen zu kriegen, also egal ob es die Federung oder was anderes betrifft. Und ja, es ist mit ganz schön Sucherei verbunden. Der Verkäufer von dem Ersatzteilladen hat uns aber eine super Werkstatt empfohlen, die spezialisiert sind auf Federung und ausgeschlagene Lager und so weiter. Und die konnten relativ im Handumdrehen unsere Stabis wieder reparieren. So, die Reparatur würde ich jetzt mal als vollen Erfolg bezeichnen, völligen Erfolg bezeichnen. Nein, sie haben es echt super gemacht, obwohl sie die Gummis für unsere Stabilager hier nicht hatten, haben sie was gezaubert und gebohrt und haben es jetzt echt super hingekriegt. Bin mega zufrieden, ich zeige euch das gerade mal. Hier sieht man das untere. So, sieht man das untere Stabilager. Und da hinten das obere. Wir haben jetzt auch gleich beide Seiten reparieren lassen, weil ja, wenn die eine kaputt ist, wer weiß, wie schnell die andere kaputt geht. Und ja, soweit sind wir zufrieden. Mit dem Ölfilter hat leider noch nicht geklappt. Die haben 8 Tage Lieferzeit. Weil für den OM 352, für unseren Motor, den haben sie anscheinend hier in Mexiko und so anders gebaut wegen der Hitze. Und da haben sie andere Ölfilter und so. Also unseren Ölfilter direkt kriegt man hier nicht. Aber er hat jetzt über Amerika versucht jetzt einzukriegen und jetzt warten wir eine Woche. Wir können auf jeden Fall noch 2000 Kilometer fahren, das ist noch eine ganze Menge. Jetzt hätte ich das draußen fast vergessen, was natürlich noch interessant ist. Also es ist so in ganz Mexiko, wir sind jetzt 6 Wochen hier und ein bisschen über 2000 Kilometer gefahren. Wir hatten noch kein einziges Mal irgendwie, dass sie uns abziehen wollten oder irgendwas berechnet haben, was nicht berechtigt gewesen wäre oder so. Also voll in Ordnung und so war es auch in der Werkstatt. Es war mega fair. Wir haben jetzt für alle 4 Stabilager mit Gummis, neue Buchsen drehen und dem ganzen Zeug haben wir 1200 Pesos bezahlt. Das sind irgendwie 60 Euro und 60 Cent, je nach Kurs. Sie waren 3 Stunden beschäftigt und wir waren echt mehr als zufrieden, weil es war wirklich toll. Also die waren super freundlich.
die haben sogar die Telefonnummer gegeben, falls was wäre, wenn wir hier in Merida sind. Wenn wir irgendeine Sorge haben, Problem, sollen wir bitte anrufen. Also ganz normal. Ja, und wir hätten sogar bei Ihnen im Hof übernachten können. Wenn es länger gedauert hätte. Ja, aber das hat es zum Glück nicht. Nee. Ja. Also wir können echt sagen von Mexiko, also wunderbar, keine schlechte Erfahrung gemacht. Klar gibt es immer welche, aber die gibt es überall auf der Welt. Ja. Aber ja, wir fühlen uns wohl. Ja. Ja, und fühlen uns echt fair und normal behandelt. Ja. So, hier. Da ist der Schmiernippel, da haben wir schon mal einen neuen dran. Und da ist auch das Federlager, das irgendwie festhockt. Also, was jetzt im Prinzip tatsächlich das Problem war, und zwar an der hinteren Blattfeder, die vordere Aufnahme, da haben wir schon seit ein paar Kilometer kein Fett mehr reinbekommen. Und es lief jetzt immer mehr und mehr trocken. Da habe ich jetzt die letzten Tage den Schmiernippel rausgedreht, habe WD-40 rein gepustet und wir haben dann versucht, eine Werkstatt zu finden, die mit Pressluft eine Fettpresse hat. So, wir sind jetzt bei so einem Traktor-LKW-Mechaniker. Da waren wir gestern schon zum Gucken, ob er uns die Feder abschmieren kann. Da hat er aber keine Zeit gehabt. Und er ist der einzige, den wir jetzt in Merida in der ganzen Stadt gefunden hat, der wohl so eine Druckluft-Fettpresse hat, wie wir brauchen. Und jetzt hoffen wir halt, dass er mit der Druckluft-Fettpresse die Feder wieder freikriegt. So, ich habe ihn jetzt gerade reingefahren. Sie haben auch nicht so eine Druckluft-Fettpresse, sondern auch nur so eine bisschen größere und versuchen es jetzt gerade zu fetten. So, das hat jetzt super funktioniert, glücklicherweise. Also ich habe heute Morgen schon WD-40 reingesprüht und habe jetzt einfach gehofft, dass sich das dann löst. Das hat es jetzt auch und sie konnten mit der Fußpresse, wo sie da haben, genug Druck aufbauen. Und jetzt ist das Lager wieder geschmiert. Ich meine, es waren jetzt 500 Pesos, das sind 25 Euro. Für eine halbe Stunde Arbeit für hier. Hauptsache es tut wieder und bei Mercedes wären es 1500 Pesos gewesen zum Aus- und wieder einbauen. Das heißt immerhin 1000 Pesos gespart, da kann man nicht meckern. Jetzt fahren wir davor, sagen den ab und dann gehen wir endlich mal in die Autowaschanlage. So, nach der erfolgreichen Reparatur gibt es hier jetzt erstmal noch eine Autowäsche. Das müssen wir auch schon lange, also seit wir in Mexiko sind, haben wir ihn noch nie gewaschen. Und das sieht echt aus wie Sau. Jetzt hier kann man das nicht selber machen, aber für 8 Euro umgerechnet wäschen sie jetzt hier das Auto und dann gucken wir mal, wie er nachher aussieht. So, jetzt zeigen wir euch mal unser schönes, endlich mal wieder gewaschenes Auto. Also, es war dringend notwendig, auch weil wir ständig am Meer stehen mit dem Salz. Und wie gesagt, sieht einfach toll aus. Das Einzige, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass wir nicht alles selber machen dürfen, sondern dass es für uns geputzt wird. So. Immer ein wichtiger Teil mal wieder erledigt. Das Auto ist geputzt, ist alles abgeschmiert. Die Stellen, die schwierig waren zum Abschmieren, habe ich jetzt auch mal wieder. Und ja, wenn wir unsere Auto-Wellness-Woche beenden und mal wieder ein bisschen fahren. Die nächsten 1000 Kilometer haben wir wieder Ruhe. Und ja, ist jetzt auch warm. Ich räume jetzt noch fertig auf, räume den Dreck weg, wasche mich ein bisschen und dann gehen wir weiter. Mit dem Ölfilter hat leider noch nicht geklappt. Die haben 8 Tage Lieferzeit. Leider hat er den Ölfilter überhaupt nicht herbekommen. Aber da wir noch 2000 Kilometer fahren konnten, haben wir uns entschieden, noch weiter zu suchen und einfach mal abzuwarten. Es war dann sowieso Freitag und Wochenende. Und da wir eigentlich die meisten Sachen am Auto erledigt hatten, haben wir gesagt, wir fahren übers Wochenende an den Strand
und komme dann erst am Montag wieder in die Stadt zurück. Danke fürs Zuschauen, dass ihr die Auto-Wellness-Reparatur-Tage, die wir machen müssen, auch mit anschaut. Klickt unten auf Abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst, und schaltet auch die Glocke mit an. Und wenn ihr mal eine Frage zu Mexiko oder so habt, dürft ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wissen wollt. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.